Und vom Parteitag zugeschaltet ist mein Kollege Marco Reinke. Marco, die Bilder, die wir da von der CDU sehen, die wirken ja erstmal ganz harmonisch. Aber wie sehr rumort es tatsächlich auf diesem CDU-Parteitag? Also dieser Parteitag findet ja nun 3 Wochen vor der Wahl statt und ist damit sicherlich nicht das Forum, dass hier noch einmal grundsätzlich Kritik am Kurs der Partei, Kritik am Kurs des Parteivorsitzenden geübt wird. Wenn man sich hier allerdings umhört, dann gibt es vielleicht doch die ein oder anderen Parteimitglieder, die auch davon sprechen, dass man zwar grundsätzlich inhaltlich von Seiten der CDU-CSU-Fraktion hier richtig gehandelt hat, aber eben der Weg nicht richtig gewesen sei. Also von daher, es gibt eben doch einige Kritik zumindest an der Parteibasis. Davon will man hier aber möglichst wenig zu spüren bekommen. Man versucht eben eher Geschlossenheit zu demonstrieren. Vielleicht nur mal ein Beispiel gesagt, der Widersacher oder beziehungsweise immer wieder genannte Widersacher von Friedrich Merz, Hendrik Wüst, der wird hier immer wieder eingeblendet, wie er direkt neben Friedrich Merz sitzt. Er ja eben auch zuletzt immer wieder gehandelt als heißer Kandidat, möglicherweise doch Kanzlerkandidat zu werden. Aber hier versucht man eben nun noch einmal deutlich zu machen, auch er steht hinter Friedrich Merz. Auch Markus Söder wird hier noch auftreten und auch er wird sicherlich noch einmal klar machen, dass die CDU der richtige Kurs sei, dass man eben auf Friedrich Merz setzt. Und somit demonstriert man hier natürlich vor allem Geschlossenheit. Die große Frage, die natürlich am Ende über allen schwebt, ist, was geschieht dann nach der Bundestagswahl, vor allem nach letzter Woche. Und da habe ich hier auch schon mit einigen Abgeordneten gesprochen. Und da heißt es, naja, also man könne beispielsweise ein Bündnis mit den Grünen, auch wenn die Schwesterpartei CSU das immer wieder kategorisch ausgeschlossen hat, das will man eben am Ende von Seiten der CDU zumindest nicht ausschließen. Und man müsse dann halt nach der Wahl noch einmal schauen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Motto der Christdemokraten. Schauen wir mal, was nach der Wahl ist und eben nicht direkt, was nach der letzten Woche ist. Marco, vielen Dank für diese Einordnung vom CDU-Bundesparteitag. Dankeschön.